In diesem Zeichnen-Tutorial zeichnen wir eine Feder. Diese Übung ist ganz gut dafür geeignet, um deine Linienführung etwas zu üben und etwas stärker sich mit der Schraffur zu beschäftigen. Hi, ich bin Drawtut, ein Selfmade-Zeichner und biete dir hier auf YouTube verschiedene Videotutorials zum Thema Zeichnen an. Also es lohnt sich auf jeden Fall, den Channel zu abonnieren und schau auch gerne dir meine Website drawtut.com an, auf der ich unterschiedliche Videotutorials und auch Kurse zum Thema Zeichnen anbiete. Also lass uns mit der Übung direkt starten. Wir beginnen erstmal damit, dass wir uns so eine kleine Orientierungshilfe schaffen, indem wir uns hier einfach mal eine Box zeichnen. Also zeichne auch du einfach mal eine Box. Damit lernst du schon mal so ein bisschen gerade Linien zeichnen. Zeichne die Linien auch etwas stärker, mehrmals übereinander. Und daran kannst du dich jetzt eigentlich ganz gut orientieren. So, und jetzt gehen wir von dieser Ecke dieser Box und dann ungefähr bis hierhin. Zeichnen wir jetzt eine Feder. So, und zwar jetzt einfach so, skizziere das genauso wie ich, einfach die Linie ziehen. Wenn du ein bisschen Schwierigkeiten hast, damit eine gerade Linie zu ziehen, dann versuch den Bleistift nicht immer ganz vorne anzufassen, sondern fass den mal ein bisschen weiter hinten an und dann zeichne ein bisschen mehr aus der Schulter heraus und nicht aus dem Handgelenk. Und dann wirst du sehen, dass es viel einfacher sein wird, lange und gerade Linien zu ziehen. Ja, probier das mal aus, also weniger aus dem Handgelenk zu zeichnen, sondern mehr aus der Schulter. So, jetzt kannst du hier einfach mal ein bisschen das Ganze skizzieren, so wie ich. Und dann zeichnen wir das hier nochmal, auch wiederum hier rüber. So, jetzt haben wir die Feder grundsätzlich skizziert. Ich lasse dir so ein bisschen über die Box gucken. Jetzt radiere ich hier einfach mal, da das jetzt erstmal nur eine Skizze ist, hier die einzelnen Striche nochmal aus. Und dann detaillieren wir das Ganze ein bisschen. So eine Feder sieht nochmal so aus, dass die hier unten meistens so kleinere Härchen hat, die so ein bisschen runter gucken. Die kannst du so auch einzeichnen. Und dann teilweise geht das dann hier lang und dann hat man ab und zu mal hier zwischen immer wieder mal so ein paar Freiräume. So, und das zeichne ich jetzt einfach mal so. Hier immer wieder mal einen Freiraum einzeichnen. Oder auch mehrere. Ja, und dann können wir hier auch ein bisschen nachradieren. Die Striche gehen wir gleich nochmal nach. Du kannst natürlich dein Blatt drehen. Ich lasse das Blatt jetzt einfach mal so, damit du einfach alles beobachten kannst. So. Wir zeichnen jetzt erstmal nur die Konturen der Feder ein. Und dann machen wir hier oben, läuft die meistens hier so zusammen. Und dann machen wir hier auch noch so ein paar Abstände rein. Und die mache ich auch noch hier. Hier auch noch. Und du kannst das hier natürlich auch machen, dass man hier eben so ein paar Abstände mit einbaut. So, und hier oben wieder, da kannst du so ein bisschen das Ganze ausfransen.
und dann die Konturen vielleicht noch ein bisschen nachziehen. Vielleicht hier ein bisschen nachkorrigieren. Ich verwende hier so ein Knietradiergummi, damit kann ich halt hier so ganz scharfe Kanten machen und dann hier ausradieren. Und jetzt einfach nochmal die Konturen etwas stärker nachziehen. Ich verwende hier übrigens eine 3B-Mine, also eine weiche Mine, mit der sich eigentlich ganz gut skizzieren und zeichnen lässt. So, und ich zeichne jetzt hier nochmal die Konturen etwas stärker nach und dann gehen wir gleich rüber und machen noch ein paar Schraffuren rein, damit wir hier so ein bisschen Schatteneffekte und auch Struktur bekommen. Aber erstmal die Konturen nachziehen, ein bisschen darauf achten, dass man mit der Hand nicht drüber wischt, ich halte die jetzt einfach ein bisschen fern davon. Normalerweise würde man jetzt einfach ein Blatt drüber legen, damit man nicht verwischt. Das siehst du ab und zu mal so Zeichentutorials, wenn Leute ganz lange irgendwas mit dem Bleistift oder mit Kohle zeichnen, dann werden immer Blätter drüber gelegt. Das liegt einfach daran, dass ich dann einfach meine Zeichnung nicht verwischen möchte. Das solltest du dann auch tun. Das Einfachste ist wirklich ein weißes Blatt Papier drüber legen. Wenn man noch die Konturen sehen will, dann einfach so ein bisschen durchsichtiges Papier nehmen. So, damit habe ich die Konturen jetzt eingezeichnet und als nächsten Schritt wollen wir ein bisschen mehr Schraffuren reinzeichnen und hier kommt es wieder zu der Linienführung. Versuche ein bisschen stärker, so wie ich jetzt hier, mit der Struktur der Feder zu gehen und dann gerade Linien hier rein zu zeichnen, die halt aber mit dem Verlauf der Feder gehen. So, und damit bringen wir hier ein bisschen Schatten mit rein. Wir können das Ganze hier auch noch machen. So. Und damit betonst du auch den Verlauf der Feder und schattierst diese gleichzeitig. Du kannst das auch hier von der Mitte aus machen, so ein bisschen, um das Ganze zu betonen. So, und hier möchte ich das einfach ein bisschen dunkler machen. Wie gesagt, bei dir kannst du ruhig das Blatt drehen. Und wenn ich das etwas dunkler machen will, dann übe ich einfach mehr Druck aus auf den Stift. Und lasse die Linie so ein bisschen auslaufen in die Mitte hinein.
So, und wenn du noch ein bisschen mehr Kontrast haben willst, kannst du natürlich jetzt nochmal die Außenkonturen nochmal nachziehen und hier eben ein bisschen stärkeren Kontrast schaffen. Wenn du möchtest, kannst du auch hier, zeige ich dir auch mal eben, wie das funktionieren würde. Ich zeichne hier nochmal einen Schatten ein. Kannst du hier nochmal die Konturen auch nochmal stärker nachziehen und die Feder nochmal deutlicher hervorzuheben. Es kommt immer darauf an, wie realistisch du das haben möchtest. Ich habe eigentlich immer gerne, dass es so starke Kontraste in der Zeichnung drin ist, also dass es auch wirklich wie eine Zeichnung, weniger wie ein Foto aussieht. Wobei wir auch noch zum realistischen Zeichnen ein paar Tutorials machen werden. Lohnt sich also, den Channel zu abonnieren. So, und dann, wenn du möchtest, kannst du noch ein bisschen Schatten mit reinbringen, indem du jetzt einfach hier, ich mache das jetzt rein nur in der Box, den Schatten, hier einfach mal das Ganze dunkel mache, also wirklich ausmale, so. Und das mache ich wirklich nur in der Box. Die Box nutze ich hier einfach als Stilmittel, um die Zeichnung ein bisschen interessanter wirken zu lassen. Lasse das hier so ein bisschen auslaufen, indem ich jetzt ein bisschen weniger Druck ausübe. So, und dann kannst du Folgendes machen. Du nimmst einfach ein Wattestäbchen dazu. Und jetzt kannst du das Ganze noch ein bisschen realistischer machen, den Schatten zumindest, indem du hier das Ganze jetzt verwischt mit einem Wattestäbchen. Und dann kannst du noch den Finger dazu nehmen und das sogar noch weicher gestalten. So, dann vielleicht nochmal hier den dunklen Bereich nochmal nachgehen, damit er auch wirklich dunkel wirkt. Ich ziehe nochmal die Konturen hier nach. Und schon haben wir im Prinzip die Feder erstmal auf eine sehr einfache Art und Weise gezeichnet. Wenn du die noch ein bisschen weicher haben willst an einigen Stellen, kannst du das machen, indem du hier einfach mit der Hand so ein bisschen Finger das Ganze leicht verwischt. Dann hast du es nochmal ein bisschen weicher. Könntest auch hier so ein bisschen nachwischen. Im Prinzip, das überlasse ich dir, ob du das machst oder nicht. Du kannst im Prinzip auch hier die Bereiche ein bisschen dunkler gestalten, also wirklich, dass man hier so ein bisschen das Ganze verwischt. Ich lasse das jetzt so, ich nutze das im Prinzip die Box als Stilmittel und lasse einfach hier das Ganze so stehen. Noch unterschreiben, nicht vergessen, der Kunstwerke immer, damit man weiß, wer die nachher gezeichnet hat. Und damit haben wir die Feder gezeichnet. Mach das mal nach. Du siehst, das ist eigentlich relativ simpel, wenn man das Schritt für Schritt durchgeht. Zeichne das einfach mal. Das ist eine sehr gute Übung, um halt eben die Strichführung zu üben, durch die Box und auch ein bisschen Schattenführung und so weiter. Einfach mal zu üben, um solche Sachen einfach mal nachzeichnen. So, und ansonsten wünsche ich dir noch viel Spaß beim Zeichnen. Abonniere gerne den Channel und schau dir auch gerne meine Kurse online an auf meiner Website draw.com. Und
Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Zeichnen. Bis zum nächsten Mal.